Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch diese wunderschöne Weste. Die ist wirklich sehr schön geworden, auch bequem zu tragen. Mache ich auch sehr gerne. Also vorne habe ich so ein Lochmuster gehäkelt und hinten haben wir so ein Vierecksmuster. Schaut so aus und oben habe ich auch noch dieses Lochmuster eingearbeitet. So, vorne haben wir die Knöpfe, also zum Zuknöpfen. Genau. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Also die Weste ist bei mir von der Linie ca. 60 cm, also von der Ecke aus gesehen bis nach unten 60 cm, Breite ca. 46, hier die Seitenlinie bis zum Armausschnitt ungefähr 32. Und wir brauchen dafür, also ich habe diese Wolle verwendet, Merino Big von der Firma Rilana. Für die kleinste Größe 34, 36, ca. 350 Gramm Wolle, 38, 40, ca. 400 Gramm Wolle. Und so ungefähr habe ich ausgerechnet. Da sind da Zwischengrößen. Da kann man sich schon etwa daran orientieren, wie viel Wolle man braucht. Und ich habe die Häkelnadel Nummer 5,5 verwendet. Und zum Umhäkeln habe ich Häkelnadel Nummer 5 verwendet, etwas kleiner. Also wie wird die Weste gehäkelt? Und zwar, wir beginnen mit dem Rückenteil. Und am Rückenteil haben wir ja dieses Viereck, den wir häkeln. Es schaut dann so, also wir beginnen mittig an, häkeln ein Viereck. So, dann häkeln wir hier ab dem Viereck nach oben weiter und anschließend häkeln wir das Ganze hier von 3 Seiten um, damit wir mehr in die Breite kommen. Und dann häkeln wir beide Vorderteile ganz normal, also von unten nach oben mit den Armausschnitten, und dann häkeln wir die Weste komplett um, sowohl die Ärmel als auch hier komplett die Ausschnitte hier vorne und das untere Teil. Ich beginne mit einem Fadenring. Dazu gehe ich mit der Häkelnadel unter den Faden, ziehe diesen hoch und drehe die Nadel einmal komplett um. Hier unten festhalten und jetzt häkle ich die erste Luftmasche. Hier unten halten wir fest, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Und diese erste Masche verwende ich als Fadenring. Jetzt häkeln wir die zusammen abgemaschten Stäbchen. Ein Umschlag in den Fadenring einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Ein Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen auf der Häkelnadel, alle 3 durch. Jetzt 2 Luftmaschen. So, jetzt häkeln wir weitere zusammen angemaschte Stäbchen, Umschlag in den Fadenring einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Umschlag, Faden holen, die ersten 2 durch und noch einmal einen Umschlag, Faden holen, die ersten 2 durch. 4 Schlingen auf der Häkelnadel, alle 4 Schlingen durch. 2 Luftmaschen. Und das Ganze wiederholen wir jetzt. Wieder die zusammen abgemaschten Stäbchen. Die ersten 2 Schlingen durch, zweiten Umschlag, die ersten 2 Schlingen durch und dritten Umschlag und die ersten 2 Schlingen durch. 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. 2 Luftmaschen. Und das Ganze wiederholen wir, bis wir 8 solche Elemente gehäkelt haben. So, 2 Luftmaschen habe ich gehäkelt und jetzt schließe ich das Ganze mit einer Kettmasche. Hier in die Spitze steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte durch. So schaut es aus. Also 8 Elemente haben wir zusammen gehäkelt insgesamt. So, jetzt beginne ich die nächste Runde, 2 Luftmaschen. In diesem Bogen häkle ich jetzt wieder die zusammen abgemaschten Stäbchen, einen Umschlag,
zweiten Umschlag, alle 3 Schlingen durch, 2 Luftmaschen. So, jetzt häkle ich in denselben Bogen nochmal zusammen angemachte Stäbchen. Ersten Umschlag, zweiten Umschlag, dritten Umschlag. 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. 2 Luftmaschen. Jetzt häkle ich in den nächsten Bogen ein Element. Also ersten Umschlag, zweiten Umschlag, dritten Umschlag. Alle 4 Schlingen durch. 2 Luftmaschen. In den nächsten Bogen häkeln wir 2 Elemente. Also ersten Umschlag, zweiten Umschlag, dritten Umschlag. So, alle 4 Schlingen durch. 2 Luftmaschen. In denselben Bogen häkle ich das zweite Element. Ersten Umschlag, zweiten Umschlag und dritten Umschlag. Alle 4 Schlingen durch. So, und das häkeln wir jetzt im Wechseln. Also hier habe ich 2 Elemente gehäkelt, hier einen Element. Dann wieder 2, dann einen und immer 2 Luftmaschen dazwischen. So, 2 Luftmaschen habe ich gehäkelt. So schaut es aus. So, jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Hier steche ich ein, hole den Faden, ich steche hier ein bisschen höher, hier, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So, jetzt häkeln wir die nächste Runde, 2 Luftmaschen. Hier, wie wir sehen, haben wir 2 solche Elemente gehäkelt. Das wiederholen wir dann auch stets. Das sind dann unsere Ecken praktisch. So, ein Umschlag, Faden holen, die ersten 2 durch, zweiten Umschlag, Faden holen, 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch, 2 Luftmaschen. Und in denselben Bogen nochmal 3 zusammen abgemachte Stäbchen. So schaut es aus. Hier geht dann die Ecke weiter. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Und in den nächsten Bogen häkle ich so eine Büschelmasche oder zusammen abgemachte Stäbchen. Das erste, das zweite, das dritte Stäbchen praktisch und alle 4 Schlingen durch. 2 Luftmaschen. In den nächsten Bogen wiederholen wir das gleiche Element. 1, 2, 3. Alle 4 Schlingen durch, 2 Luftmaschen. Und jetzt hier, wie wir sehen, hier ist wieder unsere Ecke, bestehend aus 2 Elementen. Da häkeln wir auch wiederum 2 solche Elemente. 1, 2, 3, alle 4 Schlingen durch, 2 Luftmaschen. Und in denselben Bogen häkle ich das zweite Element. 1, 2, und 3. Alle 4 Schlingen durch. So schaut es jetzt aus. Also hier die Ecken, zwischen den Ecken 2 Elemente. Und da sind immer 2 Luftmaschen. Also 2 Luftmaschen. Die Ecke haben wir jetzt gehäkelt. Und jetzt häkle ich in diese 2 Bögen auch wiederum 2 Elemente. Dann in die Ecke 2 Elemente. Dann in die Bögen 2 Elemente. Jeweils ein Element. Und so häkeln wir dann die Runde zu Ende. Also die Ecke, ein Element in den Bogen und nochmal ein Element in den Bogen. Und so schaut es jetzt aus. Da haben wir die Ecken und hier die 2 Elemente.
2 Elemente habe ich jetzt gehäkelt, 2 Luftmaschen und schließe ich das Ganze zu einer Runde. In die Spitze einstechen, Faden holen und die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Falls hier 2 Luftmaschen zu wenig sind, kann man auch 3 Luftmaschen dazwischen häkeln, wenn sich das zu sehr zusammenziehen sollte. So, jetzt häkle ich wieder die Ecke, also 2 Luftmaschen und in den Bogen das erste Element, 2 Luftmaschen und hier in denselben Bogen das zweite Element. Vier Schlingen, alle 4 Schlingen durch. So, jetzt häkle ich eine Luftmasche. Jetzt haben wir hier diesen ersten Bogen. Da häkle ich jetzt normale Stäbchen und zwar da häkle ich jetzt 4 Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen, das dritte und das vierte Stäbchen. In den nächsten Bogen häkle ich dann 3 Stäbchen in der Mitte. Also ganz normale Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite und das dritte Stäbchen. Und in den dritten Bogen häkle ich 4 Stäbchen. Das erste, das zweite, das dritte und das vierte Stäbchen. Also 4 Stäbchen, 3 Stäbchen, 4 Stäbchen. Eine Luftmasche und jetzt hier häkle ich die Spitze wieder aus 2 Elementen. Vier Schlingen, alle 4 Schlingen durch und 2 Luftmaschen. In denselben Bogen häkle ich jetzt wieder das zweite Element. Alle 4 Schlingen durch, eine Luftmasche. Jetzt häkle ich da genauso in den ersten Bogen 4 Stäbchen, in die Mitte 3 Stäbchen, 4 Stäbchen. Dann die Ecke und dann auf der anderen Seite genauso in den ersten Bogen 4, 3, 4. Hier, nachdem wir die Spitze gehäkelt haben, also auf jede Seite häkle ich jeweils eine Luftmasche. Auf der Seite und auf der Seite wird eine Luftmasche gehäkelt. Und ansonsten 4 Stäbchen, 3 Stäbchen, 4 Stäbchen. Und hier sind die Luftmaschen. Und das Ganze wiederholen wir, bis wir am Ende der Reihe ankommen oder der Runde. So habe ich das jetzt gehäkelt, so schaut es aus. So, jetzt schließe ich das Ganze zu einer Runde. So, häkle eine Luftmasche und hier steche ich ein in die Spitze, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. So, jetzt häkeln wir die nächste Runde. Ich beginne wieder mit 2 Luftmaschen und hier in die Spitze häkle ich beide Elemente. Das erste Element, 2 Luftmaschen und das zweite Element. Eine Luftmasche. So, jetzt haben wir diese Stäbchen gehäkelt. So, jetzt steche ich hier in das erste Stäbchen. Von 4 Stäbchen steche ich ein. Hier und häkle 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und in dieselbe Stelle das zweite Stäbchen. Das ist dann praktisch die Maschenzunahme. Jetzt häkle ich in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen.
Also in die nächste Masche ein Stäbchen, in die nächste Masche und so weiter. Bis ich hier bei dem letzten Stäbchen ankomme. Also in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Da habe ich Masche zugenommen. So, jetzt bin ich hier bei dem vierten Stäbchen und hier häkle ich auch die Maschenzunahme, das heißt 2 Stäbchen häkle ich. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So, eine Luftmasche. Und jetzt häkle ich hier die Spitze, ganz normal wie bis jetzt, aus 2 Elementen. So, und das erste Element, jetzt das zweite. Eine Luftmasche. So, jetzt bin ich auf der Seite, da haben wir auch 4 Stäbchen, 3 Stäbchen, 4 Stäbchen. Bei dem ersten Stäbchen Maschenzunahme, bei dem letzten Stäbchen Maschenzunahme. Also, in das erste Stäbchen häkle ich jetzt 2 Stäbchen. An dieselbe Stelle noch ein zweites Stäbchen. Und jetzt jeweils in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und hier am Ende nehme ich wiederum eine Masche zu, eine Luftmasche, dann die Spitze häkeln. Und so wiederholen wir alle weiteren 3 Seiten, also mit der Maschenzunahme. So, jetzt bin ich am Ende der Runde und jetzt schließe ich das Ganze wieder mit einer Kettmasche. Hier in die Spitze steche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Und so schaut es bis jetzt aus. So, jetzt diese Runde wiederholen wir. So, ich beginne wieder mit 2 Luftmaschen und häkle die Spitze. Das erste Element, 2 Luftmaschen und das zweite Element. So, eine Luftmasche. Jetzt mache ich Folgendes: immer in die erste Masche häkle ich die Maschenzunahme, das heißt aus einer Masche häkle ich 2 Maschen und dann in die letzte Masche häkle ich auch die Maschenzunahme. Hier häkle ich stets in jede Masche jeweils ein Stäbchen, dann eine Luftmasche und die Spitze häkeln. Und das wiederholen wir dann. Wie viele Runden ich häkle, sage ich dann euch später nochmal. Also da muss ich auch selber erstmal schauen. Also bis dahin, wir wiederholen erstmal ein paar weitere Runden, so wie die letzten 2. Also mit der Maschenzunahme hier in die Maschen und sonst Stäbchen häkeln. Also ich habe jetzt das Viereck so weit gehäkelt. So schaut es aus. Ich habe insgesamt jetzt 11 Runden. Von der Breite sind es bei mir ungefähr 33 cm. Und zwar ist es so, wir haben mit euch gehäkelt und hier auf den Seiten haben wir also ein Stäbchen zugenommen. Ab der 7. Runde habe ich dann noch zusätzlich noch ein Stäbchen zugenommen. Also das heißt, ich habe jetzt hier aus einer Masche 3 gehäkelt am Rand und so weiter, bis ich bei der 11. Runde angekommen bin. Also habe ich jeweils hier in das erste Stäbchen 3 Stäbchen gehäkelt. So, und zwar, wir sind jetzt, das ist unsere Weste und wir haben jetzt dieses Viereck gehäkelt. Und die 33 cm, die Breite, sollte der Breite entsprechen am Rückenteil, also zwischen den Armen praktisch. Also ich habe jetzt 33 cm, man kann sich auch an einem Pulle orientieren und die Breite an einem Pulle ausmessen, der nicht so breit ausfällt, sondern eher normal anliegt. Und hier sollten die Breite von dem Viereck sollte
der Breite entsprechen, was wir hier hinten am Rückenteil brauchen. Wir werden aber das Teil noch dann umhäkeln. Das kommt noch zusätzlich zu der Gesamtbreite. So, wenn wir das Viereck fertig gehäkelt haben, dann häkeln wir hier dieses Teil weiter. Also nur die eine Seite häkeln wir dann hoch und hier kommt noch dieses Netzmuster. Also wir häkeln jetzt ab da weiter. So, und wir sind hier praktisch an der Ecke stehen geblieben. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen. So, und dann häkle ich hier ein Stäbchen in die Spitze. Dann häkle ich da ein Stäbchen, wo wir diese Büschelmasche haben. Hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Und dann häkle ich hier in die Luftmasche ein Stäbchen. So, und jetzt häkle ich in jede Masche. Hier nehmen wir keine Maschen mehr zu, sondern in jede Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Also ich habe jetzt bis zur Mitte gehäkelt, und zwar ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mir hier auf der Seite 15 Maschen markiert, hier auf der Seite, und hier zwischen habe ich jetzt 5 Maschen. Also ihr teilt eure Maschen so auf, dass in der Mitte 5 Stäbchen mittig bleiben. Und jetzt fange ich an, das Muster zu häkeln. In die erste Masche von 5 häkle ich ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine überspringen, ein Stäbchen häkeln. Also das ist das Lochmuster. Eine Luftmasche, eine überspringen, ein Stäbchen häkeln. So, und jetzt häkle ich wieder in jedes Stäbchen wieder ein Stäbchen, bis wir bei der anderen Spitze ankommen. So, jetzt bin ich bei der anderen Spitze. Ich häkle hier ein Stäbchen, da wo die Luftmasche ist. Dann häkle ich, da wo die Büschelmasche ist, ein Stäbchen. Jetzt geht bei mir die Wolle aus. So. So, jetzt häkle ich hier ein Stäbchen in die Mitte. So, dann häkle ich noch hier, stiche ich ein und häkle noch ein Stäbchen. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen, wende das Ganze. So, und jetzt häkle ich in jedes Stäbchen erstmal ein Stäbchen, bis wir mittig bei dem Lochmuster ankommen. In jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. So, jetzt bin ich bei der Mitte, und zwar bei uns geht das Muster immer in die Breite. Das heißt, wir haben hier 2 solche Löcher gehäkelt. Jetzt häkeln wir auf jeder Seite noch zusätzlich einen mehr. Ich habe jetzt 2 Stäbchen. Ich häkle jetzt eine Luftmasche in das zweite Stäbchen, also das Stäbchen überspringe ich. Hier steche ich ein und häkle ein Stäbchen. Das Lochmuster häkle ich nach Muster, also eine Luftmasche in das Stäbchen, ein Stäbchen. So, eine Luftmasche in das erste Stäbchen hier, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen überspringen, ein Stäbchen häkeln. So, jetzt haben wir größeres Lochmuster. Jetzt häkle ich alle weiteren Stäbchen, bis ich am Ende der Reihe ankomme.
So, und auf diese Weise vergrößere ich jede Reihe unser Lochmuster, immer um 2 solche Kästchen. Also wir haben jetzt 4, in der nächsten Reihe haben wir dann 6 und so weiter. Ich häkle jetzt erstmal, bis ich am Ende der Reihe ankomme. So, ich bin jetzt am Ende der Reihe und zwar hier in das Stäbchen habe ich ein Stäbchen gehäkelt und jetzt hier zwischen steche ich nochmal ein und häkle das letzte Stäbchen. Die nächste Reihe beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. Jetzt häkle ich in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Hier statt 4 Kästchen häkle ich 6 Kästchen, also hier das letzte Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter. Und ganz normal häkle ich, bis ich am Ende der Reihe ankomme. Hier ein Stäbchen, hier das letzte Stäbchen. So, und so häkle ich erstmal weitere Reihen auf diese Weise. Und hier an das Lochmuster denken, immer vergrößern. So, ich habe jetzt so weit gehäkelt, so schaut es aus. Jetzt mache ich Folgendes, ich teile hier die Schultern mittig für den Halsausschnitt auf und auf der Seite auch die Schultern. So, ich mache Folgendes, ich nehme diese 40 Stäbchen und 3 solche Kästchen für die Schultern auf jede Seite. Genau, man kann da die Breite auch individuell anpassen, so wie es einem passt. Ich habe jetzt insgesamt ungefähr, das müsste ungefähr gleich sein, ich schaue gleich, auch ca. 33 cm Breite und für die Schultern nehme ich so 7 cm, für die kleinen, ganz kleine Größe 36, 34. Genau, und dann bleibt der Rest für die Mitte, für den Halsausschnitt. So, jetzt mache ich Folgendes, ich häkle dann hier 2 Reihen für den Halsausschnitt. Also ich beginne ganz normal, wie wir schon gehäkelt haben. Wende das Ganze, hier häkle ich das Muster dann weiter. So, hier häkle ich das Lochmuster, also 2 Stäbchen und dann eine Luftmasche. So, und jetzt häkle ich weiter nach Muster. Also ich habe jetzt 2 Stäbchen und 4 Kästchen gehäkelt. Das ist sind dann die Schultern. Und jetzt häkle ich 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, wende das Ganze, häkle hier in das Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche, in das Stäbchen ein Stäbchen. So ist praktisch häkle ich nach Muster. So, und am Ende der Reihe häkle ich 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen in das Stäbchen und hier zwischen häkle ich auch ein Stäbchen. So, und so schaut dann der Halsausschnitt praktisch aus. Diese 2 Reihen. Wenn es zu viel ist, kann man auch eine Reihe häkeln. Ich häkle jetzt erstmal 2 Reihen und dann schauen wir weiter. Und auf der anderen Seite, da müsst ihr den Faden dann abschneiden und hier genauso die Schultern hier auf der Seite häkeln. So, also ich habe jetzt beide Teile gehäkelt und so schaut es aus. Also mittig haben wir den Halsausschnitt. So, jetzt machen wir Folgendes. Zeige ich euch nochmal hier. Und zwar, wir haben unseren Viereck hier bis dahin gehäkelt. Also das ist nicht komplette Breite vom Rückenteil. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt muss ich hier an dem Viereck, was wir gehäkelt haben, etwas tiefer gehen. So da, wo die Ausschnitte sein sollen. So, da ist der Ausschnitt. So, und ab da häkeln wir noch dieses Teil dazu. Und das ist dann auch noch unten.
Da können wir noch an der Länge gewinnen. Also wenn wir hier von 3 Seiten umhäkeln, kann man unten auch umhäkeln, muss man aber nicht, wenn das etwas kürzer sein sollte. Man kann aber auch so rundum häkeln, dann gewinnt man noch etwas an der Länge. Man kann aber nur Seiten dazu häkeln, je nachdem wie ihr das machen wollt. So, ich glaube, ich häkle einfach an 3 Seiten um und dann wird die Weste etwas länger. Also ich bin jetzt hier auf der Seite und von der Spitze lasse ich ca. 8 Stäbchen aus und fange dann an, hier weiter zu häkeln. Man kann pro weitere Größe ca. ein Stäbchen dazu rechnen. Ich habe jetzt so ungefähr 36, 34 pro weitere Größe, 1, 2 Größen, ein Stäbchen dazu richten. Also ich lasse jetzt 8 Stäbchen aus und dann fange ich an zu häkeln. Also da haben wir nochmal die Spitze. Jetzt habe ich 8 Stäbchen weggelassen. Das ist das 9. Stäbchen. Da steche ich ein, häkle 3 Luftmaschen. Und jetzt häkle ich alles weitere nach Muster, wie wir bis jetzt gehäkelt haben. So, also alle Stäbchen hier an der Spitze, wie wir bis jetzt gehäkelt haben. Hier müssen wir weiterhin 3 Maschen in das letzte Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, dieses Element, eine Luftmasche, in das erste Stäbchen 3 Stäbchen. Dann weitere Stäbchen häkeln, die andere Spitze genauso häkeln, bis wir auf der anderen Seite, auf der dritten Seite, hier oben ankommen und da lassen wir auch 8 Stäbchen aus. So, jetzt häkle ich die zweite Reihe und zwar wir häkeln hier auch diese kleine Schrägung praktisch. So, ich beginne mit 3 Luftmaschen. Ein Stäbchen lasse ich aus. Das ist dann das dritte Stäbchen. Hier steche ich ein. Umschlagfaden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Nochmal Umschlag, in die nächste Masche einstechen, Faden holen. Die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Jetzt häkle ich wiederum in jedes Stäbchen ein Stäbchen und dann häkle ich alles nach Muster, bis ich auf der anderen Seite ankomme. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. 4 Maschen sind bei mir jetzt übrig geblieben. Jetzt häkle ich auch wiederum die Maschenabnahme, also Umschlag. Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Ein Stäbchen überspringe ich und in die letzte hier zwischen steche ich ein und häkle ein Stäbchen. So, jetzt wenden wir das Ganze. So, jetzt häkle ich wieder 3 Luftmaschen und häkle die gleiche Maschenabnahme. Also ein Stäbchen lasse ich aus, in das nächste Stäbchen steche ich ein, Umschlagfaden holen, die ersten 2 durch, Umschlagfaden holen, die ersten 2 durch, 3 Schlingen durch. So und so entsteht diese Schrägung. So, das machen wir auf der anderen Seite genauso. Wenn 4 Maschen übrig bleiben, häkeln wir einmal die Maschenabnahme, eine Masche überspringen und dann in das letzte Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Und auf diese Weise häkeln wir so viele Reihen, die notwendig sind, je nachdem welche Größe man häkelt. Es darf natürlich nicht zu breit sein, also einfach dann an eigene Größe anpassen. Also ich habe jetzt bei dem Oberteil hier auf den Seiten 3 Reihen gehäkelt. Die unteren Ecken schauen gleich aus und auf der Seite mit der Maschenabnahme, mit der Schrägung schaut es so aus. Also ich habe 3 Reihen. Auf der anderen Seite schaut es genauso aus. Jetzt machen wir Folgendes. Und zwar jetzt häkeln wir praktisch das Vorderteil. Wir können hier am unteren Rand
unsere Maschen auch zählen. So in etwa, wie breit der untere Rand ist. Wir haben ja hier Stäbchen. Dann zählen wir hier. Wir haben hier eine Luftmasche, dann hier eine Masche und hier, also 3 Maschen. Zählen wir da ungefähr und dann hier diese Stäbchen, bei der anderen Ecke genauso, so 3 bis 4 Stäbchen dazu rechnen und sonst die mittleren Maschen zählen. Ich habe jetzt ungefähr 56 Maschen. Insgesamt dann teile ich die in 2 Teile. Also wir häkeln hier getrennt beide Vorderteile. Und da komme ich ungefähr auf 27 Maschen. Also die Maschenanzahl soll ungerade sein. Also wir haben praktisch 27 Maschen auf jeder Seite plus 5 Luftmaschen, Wendeluftmaschen. Aber ich rechne noch 4 Maschen dazu, weil das Muster, das Lochmuster etwas zusammengezogen wird. Also das heißt, es fällt kleiner aus als das normale Stäbchenmuster. Deswegen rechne ich pro Seite praktisch 2 solche Musterkästchen dazu. Das heißt, ich habe dann also 31 Maschen plus diese 5 Wendeluftmaschen. Also auf jeder Seite habe ich dann 31 Maschen. Wenn man vorne aber mehr Weite braucht, kann man natürlich auch noch etwas weiter häkeln. Wie gesagt, bei mir sind die Vorderteile etwa genauso gleich wie das Rückenteil. Aber falls man vorne mehr etwas breiter häkeln möchte, kann man auch etwas breiter häkeln. Also das heißt noch ein paar Kästchen dazu rechnen. Also ich schlage jetzt die Luftmaschen an für das Vorderteil. Und jetzt häkle ich in die 6. Luftmasche ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Eine Masche überspringen, in die 2. Masche ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Eine Masche überspringen unten, in die 2. ein Stäbchen häkeln. Jetzt häkeln wir praktisch das Lochmuster. Eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So schaut es aus. Und so häkeln, bis wir am Ende der Reihe ankommen. So, am Ende der Reihe habe ich hier das letzte Stäbchen gehäkelt. Jetzt häkle ich 4 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle in das Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Hier steche ich ein in das nächste Stäbchen und häkle ein Stäbchen. Eine Luftmasche. In das Stäbchen ein Stäbchen und so weiter. So häkeln wir dann weiter. So, am Ende der Reihe habe ich hier ein Stäbchen gehäkelt, eine Luftmasche und hier steche ich nochmal ein und häkle das letzte Stäbchen. Und das Ganze wiederholen wir. Ich beginne mit 4 Luftmaschen, das Ganze wenden und in das Stäbchen ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, in das Stäbchen ein Stäbchen. Und so häkeln wir bis am Ende der Reihe ankommen. Hier häkle ich in das Stäbchen ein Stäbchen, eine Luftmasche und hier in den Bogen praktisch nochmal das letzte Stäbchen. Und auf diese Weise häkeln wir dann das Vorderteil, bis wir diese Linie erreichen. Also hier, wenn wir hier praktisch ankommen. Also das häkeln wir noch um, aber wir müssen hier diese komplette Linie gehäkelt haben.
So, ich habe jetzt das Vorderteil soweit erstmal gehäkelt. Das sind bei mir jetzt ungefähr nicht, sondern 16 Reihen. Also ich habe praktisch von da das Vorderteil bis zum Ausschnitt gehäkelt. So. Also ich habe eine Seite schon fertig gehäkelt und jetzt häkeln wir mit euch zusammen den Ausschnitt für die Ärmel hier praktisch. Das sind bei mir 3 Kästchen und hier häkle ich kleine Schrägung. Das ist praktisch hier, sind wir jetzt auf die Seite und dann häkeln wir hier auch diese Schrägung für den Ausschnitt. So, also wie gesagt, das ist dann die 17. Reihe. Ich mache jetzt eine Luftmasche, wende das Ganze, häkle hier zwischen eine feste Masche. Dann häkle ich in das Stäbchen auch eine feste Masche. So, ich muss kurz schauen, wie ich das auf der anderen Seite gemacht habe. Genau, jetzt häkle ich 2. Ich schaue, ob eine oder 2 Luftmaschen, häkle mal 2 Luftmaschen und ein halbes Stäbchen in das Stäbchen. Ich häkle doch eine Luftmasche, das müsste reichen, und ein halbes Stäbchen. Wenn Sie das zu sehr zusammenziehen sollte, kann man 2 Luftmaschen häkeln. So, jetzt häkle ich eine Luftmasche und ein Stäbchen in das Stäbchen. So schaut es jetzt aus und jetzt häkeln wir alles nach Muster. Eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche und so weiter. So, ich häkle, bis ich am Ende der Reihe ankomme, dann wende ich nochmal und häkle wieder, bis ich auf der Seite, wo wir die Schrägung gehäkelt haben, bin. Dann sehen wir uns. So, ich bin jetzt wieder auf der Seite, wo wir vorhin den Ausschnitt gehäkelt haben. Ich lasse für den Ausschnitt 3 von diesen Kästchen, also da, wo wir das Stäbchen gehäkelt haben, habe ich das letzte Stäbchen jetzt gehäkelt. Jetzt fange ich wieder mit 4 Luftmaschen an, wende das Ganze und jetzt häkle ich alles ganz normal in Reihen weiter, bis wir vorne bei dem Halsausschnitt ankommen. Sind weitere 8 Reihen bis zum Ausschnitt. Also einfach dann nach Muster weiter häkeln. Also ganz normal wie bis jetzt. Ich zeige euch ganz kurz die andere Seite. Also ich häkle jetzt praktisch so weiter, bis ich hier am Halsausschnitt ankomme. Bei mir sind es dann, wenn ich diese erste, also die eine Reihe haben wir jetzt zusammen gehäkelt und dann 8 weitere Reihen. Hier die Breite von diesem Ausschnitt, bei kleineren Größen 3 Kästchen, bei größeren Größen kann man auch 4 oder 5 Kästchen auslassen. Ne? Oder bei kleineren Größen kann man vielleicht auch 2 Kästchen machen, wenn man für Kinder häkelt. So, und die Länge kann man auch mit dem Rückenteil anschauen und anpassen, wie lang man das Ganze häkeln muss. Also der Ausschnitt ist bei mir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reihen für meine Größe. Also wir häkeln erstmal bis zum Halsausschnitt. So, ich bin jetzt bei der 9. Reihe und zwar hier auf der Seite habe ich dann den Halsausschnitt. So, jetzt mache ich Folgendes. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen. Die Luftmaschen trenne ich noch auf. Hier, also eine Luftmasche. Jetzt mache ich hier, also nochmal 1, 2, 3, 4. Zwischen dem 5. und dem 4. Kästchen bin ich jetzt.
Jetzt häkle ich hier Umschlag, in das Stäbchen einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Nochmal ein Umschlag, jetzt steche ich in das nächste Stäbchen, steche ich hier ein, hole den Faden und häkle die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 3 Schlingen auf die Häkelnadel. Also wir machen jetzt 2 Stäbchen zusammen abmaschen. Alle 3 Schlingen durch. Jetzt bleiben bei mir auf der Seite 3 solche Kästchen. Bei größeren Größen kann man auch wiederum anpassen, kann man 4 oder 5 Kästchen hier auslassen für breiteren Ausschnitt. So, jetzt mache ich Folgendes. Die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze und häkle hier in das Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt häkle ich alles nach Muster. So entsteht so eine Rundung. So eine Luftmasche, ein Stäbchen und so weiter häkle ich dann praktisch ganz normal, bis ich am Ende der Reihe ankomme und dann komme ich wieder zurück, also häkle praktisch zum Halsausschnitt wieder die Rückreihe. So, ich bin jetzt bei der Rückreihe, das ist die 3. Reihe von dem Ausschnitt. Also hier haben wir die Stäbchen ausgelassen, 1, 2 und die 3. Reihe. Jetzt habe ich hier die letzten 2 Stäbchen und da häkle ich auch wiederum die zusammen abgemaschten Stäbchen. Eine Luftmasche, in das erste Stäbchen steche ich ein, hole den Faden, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt ein Umschlag in das nächste Stäbchen einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen auf die Häkelnadel, alle 3 Schlingen durch. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier in das Stäbchen ein Stäbchen. Eine Luftmasche, den Rest häkeln wir alles nach Muster. So, erstmal häkeln, bis wir am Ende der Reihe sind, dann wenden und kommen wir nochmal auf der Ausschnittseite. Also das ist der Halsausschnitt. Ich bin jetzt hier oben und hier häkle ich eine Luftmasche. Hier haben wir die letzten 2 Maschen, also in das Stäbchen ein Stäbchen. So, ich habe jetzt hier oben 5 Kästchen, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist auch die Breite von unseren Schultern. Und jetzt häkle ich noch 2 weitere Reihen nach Muster. So ganz normal noch 2 Reihen und es schaut dann so aus. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 und das habe ich dann noch 3 weitere Reihen gehäkelt. So schaut der Ausschnitt dann aus. Also bei dem Ausschnitt haben wir nochmal Folgendes gemacht. Wir haben hier 2 zusammen abgemaschte Stäbchen gehäkelt, dann ganz normal 3 Luftmaschen und hier in das Stäbchen ein Stäbchen und dann wiederholt 2 zusammen abgemaschte Stäbchen und dann 3 Luftmaschen, ein Stäbchen in das Stäbchen. Und auf diese Weise im Wechsel kann man die Maschenabnahme häkeln, zum Beispiel bei größeren Größen, wenn man mehr Reihen braucht, diese 2 Reihen stets wiederholen. So, wir nähen jetzt die Seitennähte zusammen auf beiden Seiten und die Schultern. Also ich habe jetzt das Vorderteil und das Rückenteil zusammengelegt. Und jetzt nähen wir das zusammen und kannst natürlich auch mit der Nähnadel ganz normal vernähen. Ich mache es gerne mit der Häkelnadel. So, ich steche hier ein. Wir haben hier dieses Element, also hier mittig steche ich ein.
Und dann nehme ich mir das Vorderteil. Wir haben hier dieses Kästchen, hier haben wir die Luftmasche und hier steche ich ein. So, dann hole ich den Faden da durch und häkle eine Luftmasche. So, jetzt nehme ich mir diese Schlingen von der Seite. Da gibt es immer diese 2 Schlingen vorne und irgendwo hinten auch einstechen. Hole den Faden und ziehe die linke Schlinge durch die rechte Schlinge durch. Nicht so ganz fest zuziehen, damit das sich nicht zusammenzieht. So, dann wieder auf einer Seite 2 Schlingen und auf der anderen Seite 2 Schlingen. Faden holen, die linke durch die rechte. So schaut es auf der Seite aus und so schaut es dann auf der rechten Seite aus. So. Und auf diese Weise vernähe ich alle Nähte und dann häkeln wir noch die Weste um. Ich häkle jetzt die Ärmel erstmal um und zwar ich fange hier an dem unteren Rand an. So, hier, da habe ich die Naht. Hier irgendwo stiche ich ein. So, in die Mitte, hole mir den Faden. Ich nehme erstmal den weißen Faden. So, jetzt stiche ich nochmal ein und häkle die erste feste Masche. So, wie ich sehe, habe ich hier die Möglichkeit, da stiche ich ein, häkle die nächste feste Masche. Jetzt habe ich hier diese Querreihen, also hier diese ganzen Querreihen, da häkle ich pro Reihe 2 feste Maschen. So, hier stiche ich ein in den Bogen und häkle 2 feste Maschen. Dann schaue ich weiter. Hierbei habe ich einen kleineren Bogen, das ist der Übergang. Stiche ich auch ein, häkle eine feste Masche und jetzt, wie gesagt, in jede Querreihe häkle ich jeweils 2 feste Maschen. Häkle ich hier, bis ich oben ankomme, das ist die Naht und dann geht es hier weiter, eigentlich genau das gleiche. Hier in diese Querreihen häkle ich dann auch jeweils, da haben wir Stäbchen, aber auch diese Querreihen, jeweils 2 Stäbchen. Dann haben wir hier das Muster. Hier häkle ich 2 feste Maschen, hier eine. Dann haben wir die Stäbchen, da häkle ich pro Masche jeweils eine feste Masche. Und dann sehen wir uns nochmal. So, ich habe jetzt eine komplette Runde durch und zwar hier habe ich dieses Zopfmuster. Da habe ich in jedes Stäbchen jeweils eine feste Masche gehäkelt. Und hier sind die 3 Reihen, die wir zusätzlich auf den Seiten gehäkelt haben. Da habe ich auch pro Querreihe jeweils 2 feste Maschen gehäkelt. So, und jetzt machen wir den Farbwechsel. Ich nehme jetzt die Kontrastfarbe. So, ich glaube, da häkle ich noch eine feste Masche hier, weil sonst geht es hier zu weit auseinander. So, dann stiche ich hier ein, wo wir angefangen haben und hole mir einmal die zweite Farbe und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. So, eine Luftmasche und jetzt häkle ich da stiche ich nochmal ein und häkle eine feste Masche. Und jetzt häkle ich pro praktisch Masche, feste Masche, die wir bis jetzt gehäkelt haben, jeweils auch eine feste Masche. Das häkle ich eine komplette Runde. So schaut es dann aus.
So, eine Runde in Grau habe ich jetzt gehäkelt. Jetzt nehmen wir wieder die weiße Farbe, also hier stiche ich hier ein, hole die andere Farbe und jetzt die linke durch die rechte durch. So, 2 Luftmaschen. Jetzt mache ich Folgendes, jetzt häkeln wir eine Runde halbe Stäbchen. Aber hier am Anfang und am Ende mache ich einmal eine Maschenabnahme. Und zwar das mache ich so, in die nächste Masche stiche ich ein, hole den Faden. In die nächste Masche stiche ich ein, hole den Faden, etwas länger ziehen und jetzt häkle ich alle 3 Schlingen durch. Und jetzt in die nächste Masche häkle ich ganz normal halbe Stäbchen, also Umschlagfaden holen, alle 3 durch, Umschlagfaden holen, alle 3 durch und jetzt häkle ich halbe Stäbchen, bis ich am Ende der Runde ankomme. Und da häkeln wir eine Maschenabnahme, genauso wie hier. So, jetzt bin ich am Ende der Runde. Jetzt habe ich hier noch 2 Maschen. Also ich stiche hier ein, hole den Faden. Und dann in die nächste Masche stiche ich ein, hole den Faden, 3 Schlingen, alle 3 Schlingen durch. Und jetzt schließe ich das Ganze zu einer Runde. Da, wo ich angefangen habe. Jetzt hole ich wieder die graue Farbe, hole den Faden durch und die linke durch die rechte durchziehen. Eine Luftmasche und jetzt häkle ich wieder in jede Masche der Vorrunde jeweils eine feste Masche. Und so schaut der Rand dann aus. Also wir häkeln dann komplett die Runde um. Und jetzt schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Also hier stiche ich ein, hole den Faden und ziehe die linke durch die rechte Schlinge durch. Jetzt kann man den Faden abschneiden und wie gesagt, so schaut der Rand dann aus. So, wir häkeln jetzt die Jacke von außen komplett um. Das heißt, sowohl hier vorne den Ausschnitt als auch den unteren Rand. Auch hier den Ausschnitt vorne und hinten. Also wir fangen am Rückenteil mittig an. Also genauso wie die Armausschnitte machen wir auf die gleiche Weise. Also da, wo man die Maschen gut erkennen kann, häkle ich ganz normal in jede Masche jeweils eine feste Masche. Hier der untere Rand, da kann man das auch, wir haben hier ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, da häkle ich auch jeweils eine feste Masche. So, am Querrand auf der Seite, wenn wir praktisch hier umhäkeln, zeige ich am besten nochmal, hier, wenn wir diesen Rand umhäkeln, so, da haben wir die Querreihen, da häkle ich wiederum wie hier an den Armausschnitten jeweils 2 feste Maschen und so weiter. Dann haben wir hier den Ausschnitt, da kann man ja die Maschen erkennen. Hier 2 feste Maschen, hier eine feste Masche, eine feste Masche, eine. Da haben wir wiederum die Querreihen. Pro Querreihen kann man 2 feste Maschen häkeln. Man kann auch individuell schauen. Wenn man merkt, es zieht sich ein bisschen zusammen, kann man auch 3 feste Maschen häkeln. Da müsst ihr einfach auch gucken, wie das oder schauen, wie das ist. So, hier das ist der Ausschnitt hinten. Hier haben wir 2 Querreihen, auch jeweils 2 feste Maschen. Am Ausschnitt selber, da haben wir ganz normal die Maschen, die wir gut erkennen können. Und so häkeln wir das Ganze komplett um. Das Einzige, was ich euch zeige, das sind die Ecken. Und zwar, wir haben hier unten jeweils 2 Ecken. Und der Ausschnitt, der ist eigentlich rund. Ne? Und wir haben hier am Ausschnitt auch diese 2 Ecken. Und da zeige ich euch, wie man die Ecken häkelt. Ansonsten alles genauso umhäkeln wie hier an dem Ausschnitt. Das heißt, ich häkle erstmal in Weiß eine Reihe mit festen Maschen, dann in Grau. Dann in Weiß halbe Stäbchen,
und dann in graue feste Maschen. So, ich zeige euch jetzt, wie man die Ecken bearbeiten kann und gleichzeitig auch, wie man die Knöpfe häkeln kann. Also ich bin jetzt an einer Ecke. Hier habe ich an 2 festen Maschen gehäkelt. Jetzt bin ich hier. Das ist praktisch zum Beispiel die unterste Ecke oder auch am Ausschnitt oben. Also ich häkle hier auf der Seite 2 feste Maschen. Jetzt häkle ich eine feste Masche und auf der Seite häkle ich auch 2 feste Maschen. So, jetzt häkle ich alles nach Muster, je nachdem. Also jeweils einfach weitere feste Maschen häkeln. So, jetzt häkle ich mit der grauen Wolle. Ich bin jetzt wieder bei der Ecke. Ich habe hier diese 2 feste Maschen, die ich vorhin gehäkelt habe. Die erste und die zweite feste Masche. In der Mitte habe ich eine Luftmasche. Da häkle ich jetzt mittig 2 feste Maschen. Eine erste Masche und in dieselbe Stelle einstechen, die zweite feste Masche. Und den Rest häkle ich nach Muster, in jede Masche jeweils eine feste Masche. So schaut die Ecke aus. So, jetzt häkle ich die halben Stäbchen und zwar, ich habe hier mittig 2 feste Maschen gehäkelt. In diese 2 feste Maschen häkle ich dann in die erste feste Masche 2 halbe Stäbchen und in die zweite feste Masche häkle ich 2 halbe Stäbchen. Also ich häkle erstmal halbe Stäbchen, bis ich bei diesen 2 mittleren Maschen ankomme. Also in die erste Masche 2 halbe Stäbchen und in die zweite Masche auch 2 halbe Stäbchen. Und der Rest häkle ich einfach in jedes Stäbchen jeweils, in jede Masche jeweils ein halbes Stäbchen. So, und in der Reihe häkeln wir dann auch das Loch für die Knöpfe. So schaut die Ecke aus bis jetzt. Also ich häkle einfach eine Luftmasche, überspringe eine Masche und häkle das nächste halbe Stäbchen. So, es entsteht ein Loch und in der nächsten Reihe häkle ich hier einfach, wo die Luftmasche ist, einfach eine feste Masche. Und da passt schon ein guter Knopf dadurch. Also jetzt häkle ich weitere halbe Stäbchen. Und jetzt die abschließende Reihe. Also wir haben hier die Ecke, wir haben hier 2 halbe Stäbchen und hier 2 halbe Stäbchen. Ich häkle hier jeweils feste Maschen. So, 2 halbe Stäbchen hier habe ich gehäkelt. Jetzt häkle ich eine Luftmasche und jetzt den Rest einfach in jede Masche jeweils eine feste Masche. Also hier an der Spitze habe ich jetzt einfach eine Luftmasche gehäkelt. So schaut der Rand aus. Und jetzt schauen wir unseren Knopfloch. Also hier häkle ich dann weitere feste Maschen. Und wo die Luftmasche ist, häkle ich auch eine feste Masche. Und so schaut das Loch dann aus. So, und den Rand haben wir dann auch soweit fertig.
Also ich habe jetzt die Weste umgehäkelt. So schaut der Ausschnitt aus. Das sind dann die Ecken, so schauen die aus. Ich habe hier die Knopflöcher gehäkelt. Ich habe zwischen den Knopflöchern 10 Stäbchen, also hier oben habe ich hier das Knopfloch gehäkelt. Da habe ich 2 praktisch halbe Stäbchen gehäkelt und hier habe ich statt einem halben Stäbchen in dieselbe Masche, da haben wir die Zunahmen gemacht. Und hier das erste Stäbchen habe ich halt ausgelassen. So, dann habe ich die Knöpfe angenäht. Die Knöpfe habe ich da angenäht, wo hier der braune Streifen ist. Genau da, auf diesem braun nicht, sondern grau ist es bei mir. Auf diesem Streifen. Und dann, wenn ich das zumache, dann schaut es richtig gut aus. Also das ist nicht versetzt, sondern richtig schön übereinander. So schaut es aus. So, und dann sind wir soweit mit der Weste fertig. Also ich wünsche euch viel Spaß. Das ist die untere Seite. Dann zeige ich euch nochmal. Also da ist bei mir der Knopfloch nicht ganz so tief, sondern etwas höher. So schaut es dann unten aus. So. Genau. Dann sind wir soweit mit der Weste fertig. Ich wünsche euch viel Spaß. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.